Das ist ein bitterkalter, aber vollkommen klarer Morgen hier am Broad Peak Base Camp. Auf knapp 4800 Meter hinter mir kann man so schön wie in den letzten Tagen noch nie den K2 sehen und auch alle anderen Berge um uns herum sind vollkommen klar sichtbar. Fantastisch. Es ist saukalt, wahrscheinlich so um die minus 10 Grad. It's too high, too much It altitude. won't go up. No, it can't start. Smile. Go Chaudhary. Shabash, smile. Nice. Purchase fix इसका मुझे पता है Abgesehen von der Bergsteigerei ist das heute der erste Tag, an dem wir tatsächlich absteigen. Und zwar vom Broad Peak Base Camp nach Concordia, zum Concordia-Platz. Das ist ein relativ einfacher, kurzer Track für uns. Wir ruhen uns einen Tag aus und wollen dann an einem Tag den Gondogorola überschreiten. Wir hoffen alle, dass das Wetter so spitze bleibt, wie es im Moment ist. Es könnte kaum besser sein. Also so ein Solarpanel ist wirklich eine der besten Anschaffungen für diese Art von Tour. Ich weiß nicht, ob es irgendwo auf der Welt noch einen Ort gibt, an dem man mehr Strom gewinnen kann durch Sonneneinstrahlung. Selbst wenn der Himmel bewölkt ist, reicht es oft aus, um sein Handy zu laden. Ich habe eigentlich nur eine Powerbank dabei und dieses Solarpanel, was günstig war. Und ich kann hier innerhalb von, weiß ich nicht, einer Stunde, 2 Stunden mein Handy komplett laden. Super.
Wetter ist weiterhin super. Ruhen uns heute ein bisschen aus. Es war ein einfacher Trek. Und heute ein bisschen entspannen, morgen zum Ali Camp aufbrechen und dann schauen, wie weit wir kommen. Wie das Wetter am Gondogoro sein wird, das wissen wir aktuell noch nicht. Die Voraussagen sind günstig, aber die Mehrzahl der Gruppen, die dieses Jahr versucht haben, den Pass zu überschreiten, mussten unverrichtete Dinge wieder umkehren, den gleichen Weg zurückgehen. Was man sich so nicht bewusst macht, zumindest ich mir nicht so bewusst gemacht habe vor Antritt der Reise, ist, wie sehr das hier alles wetterabhängig ist und auch abhängig ist von dem Guide, mit dem man unterwegs ist. Wenn das Wetter schlecht ist, sieht man vielleicht den K2 nicht, man kann den Pass nicht überqueren und man muss die gesamte Strecke zurücklaufen. Auch gab es hier mehrere Fälle, in denen die Guides sich das einfach nicht zugetraut haben, den Pass zu überqueren und wieder umgekehrt sind, obwohl die Gruppen die Passüberquerung gebucht hatten. Es ist also schwierig. Bis jetzt haben wir Glück gehabt. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ja, wir sind immer noch am Concordia-Platz und werden uns heute hier auch nicht wegbewegen. Das Wetter heute Nacht soll einfach zu schlecht sein, um den Gondogoro zu überqueren. Das heißt, unser Plan ist heute einen Ruhetag einzulegen und dann morgen früh zum Ali Camp aufzubrechen. Das sind knapp 5000 Meter. Und dann in der Nacht den Pass zu überqueren. The left side you can hold this one. No, you can. Okay. हाँ? क्या कर रहे हैं? ये इसका तैयारी कर रहा हूँ ना ऊपर अच्छा और के लिए जान उधर से मेरा फ़ोन लेके आओ ना उधर चार्ज पे लगा है किधर उधर Ja, wir kampieren hier auf einem riesigen Eisblock. Es hat seit ungefähr 6 Stunden lang pausenlos geregnet. Dazwischen gab es mal einen heftigen Regensturm. Es ist ziemlich unangenehm. Kalt, nass. Nicht so das Wetter, das man sich wünschen würde. Der Lichtblick ist jetzt allerdings, dass wir was zum Abendessen haben. Wir hoffen natürlich, dass das Wetter morgen viel besser sein wird als jetzt. ये ढूंढ रहा हूँ ये सामान को देखता हूँ उसका लाइट नहीं इधर लाइट टिक्का नीचे जाता हूँ तो वो काली दाल माश मसूर वो सारा मिला के बनाया उसने मैंने कहा उसको चित्राले Wir kampieren hier seit 2 Tagen auf 4600 Meter auf einem Gletscher. Seit ungefähr 6 Stunden regnet es ununterbrochen. Alles ist nass, es regnet immer weiter. Es ist so knapp über dem Gefrierpunkt. Das ist wirklich unangenehm. Noch einen Tag möchte ich hier ehrlicherweise nicht bleiben. Ich hoffe, dass wir morgen vom Wetter her die Aussicht haben, ins Ali Camp zu laufen und dann morgen Nacht den Gondogoro zu überschreiten. So, heute haben wir doch schon wesentlich besseres Wetter als gestern. Es ist jetzt kurz nach 7. Wir haben alles zusammengepackt.
Für die Passüberquerung haben wir nur noch 15 Kilogramm Gepäck für uns beide zusammen. Ein Packsack, der Rest geht über Askole zurück. Wir nehmen auch kein Zelt mit oder keine Küche. Sind von hier aus etwa 6 Stunden und 500 Höhenmeter. Das Lager Ali, zu dem wir jetzt aufbrechen, liegt auf knapp 5000 Meter. Und dann ist der Plan, heute Nacht, wenn das Wetter gut sein soll, laut Wettervorhersage, den Gondogorola zu überschreiten. Ich bin mal gespannt, aber es ist auf jeden Fall besser, als hier die ganze Zeit auf dem Concordia-Platz rumzuhängen. Wir sind jetzt auf fast 4900 Metern. Es ist bitterkalt. Starker Wind von vorne mit Eisregen. Also viel unangenehmer könnte es nicht mehr sein. Ali Camp, देखो तूफान के साथ आते हैं, हम 4900 देखो सूरज के साथ आते हैं। die erste Etappe geschafft. शेख चिड़ी उधर बाहर है, उधर अंदर किस बाहर है? शेख चिड़ी उधर देखो। Assalamu alaikum. बराबर से जो आज जब पीछे मैं बुढ़ा साथी नो मुकाबला से डगला तो मैं Ja, seit wir heute Mittag hier im Ali Camp angekommen sind, auf fast 5000 Meter, hat es fast durchgängig die ganze Zeit geschneit oder gehagelt. Aktuell sieht man gar nichts. Sichtweite unter 50 Meter. Es schneit immer noch stark. Wir warten so bis Mitternacht ab und gucken, ob wir den Pass überqueren können.
Ja, ich habe es nach einem doch ziemlich heftigen Aufstieg jetzt auf den Gondogoro Lage geschafft. Einmal bin ich abgestürzt, aber zum Glück war ich die ganze Zeit gesichert. Hier sind Fixseile vorgelegt. Aber das war schon ganz schön anstrengend. Heute Morgen, oder das heißt heute Morgen, heute Nacht, sind wir bei relativ starkem Schneefall dann aufgebrochen. Erst so 1,5 Stunden lang nur über Fels, Geröll und Steine und dann über Schnee immer weiter hoch.
Dann kam so der Punkt, wo es einfach zu steil wurde, wo ich halt den UMass-Sender verwendet habe und Steigeisen. Be careful. Don't put crampon on the rope. Yes. Be careful. Als wir auf dem Pass angekommen waren, eine kurze Verweildauer, ein paar Fotos gemacht. Auf der anderen Seite auch an Fixseilen dann sehr steil bergab gegangen, uns an den Seilen festgehalten mit Steigeisen. Ich habe mir bei meinen nassen Handschuhen dann auf 5.500 Meter an den gefrorenen Seilen so eine kleine Erfrierung zugezogen, jetzt nichts Schlimmes. Nachdem wir das dann geschafft hatten, was auch nochmal 2,5 Stunden gedauert hat, sind wir jetzt gerade auf dem Weg zu unserem Basecamp. Es liegt da hinten bei dem zweiten See, nicht hier vorne bei dem. Zu Fuß werde ich ungefähr noch eine Dreiviertelstunde brauchen. Auch der Weg hier ist super beschwerlich, weil man anfänglich doch die ganze Zeit hier die Steigung queren muss und alles unbefestigt ist. Man rutscht viel, ist immer noch Schnee da. Ja, also ich bin ganz schön fertig. Ich freue mich besonders drauf, mich hinzulegen und ein bisschen schlafen zu können, weil die Nacht vor diesem Trek habe ich praktisch nicht geschlafen. Die Porter waren so laut, dass es einfach nicht ging und natürlich die Aufregung davor. Jetzt ist der Pass geschafft, das Wetter ist super. Ja, schöner Abschluss. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want.
Nachdem wir gestern hier den Gondokorolara bestritten haben, haben wir jetzt den Rest des Tages hier in Kuschbang ausgeruht. Die Umgebung mag täuschen, aber wir sind immer noch auf 4600 Metern. Ist so komplett anders als auf der anderen Seite. Die Sonne scheint, es ist viel grün. Heute ist der letzte Tag. Heute 5 bis 6 Stunden noch mal weiter. Und morgen geht es in Zug nach Skadu. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Abschluss. Es soll eine schöne Strecke werden durch den Wald und so. Ich freue mich drauf.